Weiße Blüten, soweit das Auge reicht. Es ist Ende April. Auf vielen 100.000 Obstbäumen rund um den Sonntagsberg wächst der Schatz der Region heran. Wir sind im niederösterreichischen Mostviertel, dem Land der Birnbäume und Vierkanthöfe. Es erstreckt sich rund um das Benediktinerstift Seitenstetten, den Vierkanter Gottes, wie es die Einheimischen nennen. Zwischen Donau, Ybbs und Enns, da ist das Land, wo der Bartl den Most holt. Das Mostviertel, sagen die Leute, ist da, wo man beim Heurigen nicht Wein, sondern Most trinkt. Der Most erlebt eine neue Blütezeit. Die Nachfrage ist in den letzten Jahren kräftig gestiegen. ...200 Kilometer lang schlängelt sich die Moststraße durchs Land. Von Haag über Amstetten bis nach Weidhofen. Weidhofen, die kleine Stadt an der Ybbs, bildet gewissermaßen die südliche Grenze des Mostviertels. Mitten in der barocken Altstadt mit ihren gepflegten Bürgerhäusern befindet sich die Zuckerbäckerei Piaty, eine Konditorei mit langer Tradition und gutem Ruf. Die Spezialitäten des Hauses stellt der Chef selbst her, Karl Piaty. So, wir machen da jetzt ein Mostviertler Spezialeis aus einem Mostviertler Birnensaft, wirklich was ganz Herrliches, ein rein biologischer Saft. Der kommt also nur einfach mit Zucker angerührt und als Besonderheit kommt zu diesem herrlichen natürlichen Saft auch einmal ganz was Modernes. Das ist also einfach ein Energietrink, eigentlich ganz was Einfaches, einmal ein Produkt, das was besteht aus einem traditionellen Getränk und einem ganz modernen Getränk. Und Sie werden sehen, das ist also wirklich ein Geschmack, der was sich zeigen kann. Das Eis heißt Mostropolis, weil es eben ja aus dem Mostviertel kommt, aber trotzdem weltweit eigentlich irgendwo eine Verbindung hat. So, das dauert nur wenige Minuten und wir haben das Mostropolis-Eis. So schmeckt das Mostviertel. Nicht nur für das Mostviertel-Eis, sondern auch für ihre Buchteln ist die Zuckerbäckerei Piaty weithin bekannt. Und mit ihrer Piaty-Torte, Rezept geheim, hat sie schon manche Urkunde eingeheimst. Daneben ist Karl Piaty auch noch Heimatpfleger und Verwalter des väterlichen Erbes. Das Wichtigste für mich sind diese vielen Menschen, diese Aufnahmen von Menschen, die was also hier einfach bei der Arbeit sind, wieder die Kinder da gesungen haben für den Vater, das ist eine ganz eigene Geschichte. Der Bindermeister Mös, der was also rechtschaffen da steht. Dann diese Gesichter, diese ganz eigenartigen Menschen, die was damals waren, trotzdem eine gewisse Freundlichkeit. Der ist blind, daher kann er nicht mehr in die Augen. Auch hier, das ist der gleiche Herr, den was seine Frau hier mit an der Hand in die Kirche führt. Wie hat denn der Vater den Zugang zu den Menschen gefunden? Ja, das war ganz, ganz wichtig, dass die Leute nicht gewusst haben, dass sie eigentlich fotografiert werden, weil das hätten sich die Leute vielleicht gar nicht so eine Freude gehabt, wie sie ausgeschaut haben und schon so alt waren. Da ist er mit einem Gucker, auf die Art hat er gesagt, das haben die Leute gekannt, ein Feldstecher, haben gesagt, da machen wir einen Gucker, geh, ich möchte euch einmal durch meinen Gucker anschauen. Und dann hat er eben sein Fotoapparat genommen, das war eben für die der Gucker und hat die Leute fotografiert. Und dann war das eigentlich, die Leute haben gesagt, die haben uns nur angeschaut, in Wirklichkeit hat er eben diese Foto gemacht und heute sind diese Fotos wirklich wertvollst, weil das können sie nicht mehr nachvollziehen. Sie kriegen heute die Leute nicht mehr, die was so ausschauen, geschweige, dass sie dann wer wirklich so natürlich hinstellt.
dann die schmutzige Arbeit, der Wagen bis daher im Morast ist und hinten wieder der schöne Sonntagsberg drauf. Also alles aus unserer Gegend unwiederbringbar, kann man nicht mehr machen. Der Pfarrer, der was also seinen Garten zusperrt, der Veteraner, das ist der Erste Weltkrieg-Teilnehmer, der was dann mit dem Fahrrad noch zu der Kameradschaftsfeier fährt und immer wieder viele Familien mit vielen Kindern. Eine Bergbauernfamilie wie hier mit 27 Kindern. Ja, von einer Mutter. Wie ist denn die große Sammlung hier herum entstanden? Ja, diese große Sammlung ist auch mit seinem fotografischen Werk, wo er herumgegangen ist er im Jahr 1962 nur 7 Kilometer von Weidhofen entfernt zu einem Bauernhaus gekommen. Da waren schon die Ziegel vorgerichtet und so weiter und hat diese alte Stube fotografiert. Und der Bauer hat gesagt, gut, Herr Piaty, dass Sie noch vorbeikommen sind, weil morgen reißen wir die Stube ab. Und er hat gesagt, was machst du mit der Stube? Na, was machen wir mit einer Holzstube? Man verbrennt sie. Hat der Vater die Kubikmeter Holz gebracht, hat gesagt, ich gebe euch das zum Herzen, gibt's mir für die Stube. Die haben das gar nicht recht verstanden. Bei uns zu Hause war es auch nicht unbedingt nur Freude, wie der Vater plötzlich angefangen hat, das was die anderen worden, Leute wegschmeißen. Es hat immer dann so ein Gedicht geheißen, das hat so geheißen, was ausschmeißen, Weiberleid, der Piaty kauft's und hat sei Freude. Das war eine Gedichtfolge, wo er einfach die Dinge wirklich in einem schlechten Zustand hierher versteht hat, haben auch sehr viele Leute nicht verstanden. Heute weiß man, dass das also eine ganz zukunftsweisende Arbeit von ihm war. Wer einen Blick in die Vergangenheit des Mostviertels werfen möchte, kann sich in dem Museum umschauen, das Karl Piaty auf dem Dachboden seiner Zuckerbäckerei eingerichtet hat. Zentrum der Volksfrömmigkeit ist die Wallfahrtskirche und Basilika auf dem Sonntagsberg, ein barockes Juwel. Regelmäßig ziehen die Mostviertler hierher. Die Legende erzählt, dass sich einst das Vieh eines Bauern in dem Gelände verirrte. Auf der Suche nach seiner Herde erreichte der Bauer schließlich die Höhe des Sonntagsbergs und schlief erschöpft ein. Als er erwachte, bat er um Gottes Hilfe. Und er entdeckte auf einem Stein ein Stück Brot. Und auch seine Tiere fand er wieder.